Seit 30 Jahren hören wir, dass der Iran nächste Woche die Atombombe hat. Also das ist wahrscheinlich nicht der Auslöser gewesen, weil warum denn ausgerechnet jetzt, wenn es 30 Jahre lang nicht zu diesem großen Krieg zumindest geführt hat, sondern immer nur zu Scharmützeln? Ich glaube, dass wir eine ganz andere Frage hier als dominierendes Motiv für die Amerikaner haben. Und dieses dominierende Motiv ist die Leitwährungsfunktion des Dollar. Was sind die wahren Hintergründe und was passiert eigentlich wirklich? Und was musst du jetzt unbedingt wissen zum Thema Iran, Israel, USA, den Golfstaaten und Co. Es passiert einiges in dieser Welt, deswegen freue ich mich, wenn wir da ein bisschen Licht hineinbringen. Und wir haben heute Dr. Markus Krall wieder zu Gast. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht großartig vorstellen. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen in Deutschland, sehr erfolgreicher Unternehmer mit der Gold Revolution und Bestseller-Autor. Und vielleicht haben wir da auch noch am Schluss ein bisschen Zeit über sein neues Buch, das ganz quasi frisch jetzt fertig geworden ist, zu sprechen. Lieber Dr. Krall, ja, Sie sind gerade auf Mallorca, wie ich annehme, laut Hintergrund. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, danke für die Einladung, lieber Herr Wittmann. Wie immer gerne. Ich freue mich natürlich auf nicht nur dieses Interview, sondern auch auf den Event heute Abend. Wird bestimmt wieder toll mit Ihren Fans und Followern, wie immer. Und Themen haben wir ja nun wirklich genug. Sie haben es ja schon angeschnitten. Also die geopolitische Lage ist ja wild. Nicht so wild wie das, was hinter mir da passiert, ja, wo mein Hund anscheinend der Meinung ist, dass er unbedingt auch mal auf YouTube sein will. Aber sie ist schon wild, ja. Absolut, wilde Zeit. Mein Lieber, ich würde sagen, wir starten gleich. Mich würde mal interessieren, wo sehen Sie denn die echten Beweggründe von Trump und den USA, warum dass sie diesen Krieg begonnen haben? Ja, nur offiziell, da wird immer Demokratie ist immer ganz, ganz wichtig und auch, ja gut, dann gut, es wird seit Jahren, ja seit Jahrzehnten gesagt mit den Atomwaffen und Co. Aber wo sehen Sie die echten Beweggründe? Warum hat USA und Trump diesen Schritt jetzt begonnen? Also, man kann eigentlich sagen, es ist so eine ja, so 'n Multilayered-Ding. Also, es hat mehrere Aspekte. Ja, Demokratie und Menschenrechte werden natürlich immer herangezogen. Kann man ernst nehmen, kann man lassen, aber ich glaube nicht, dass die USA eine Entscheidung über Krieg und Liegt ja Frieden auch an Ruhe. Demokratie und Menschenrechten letzten Endes aufhängen, weil sonst hätten sie auf dem Planeten nichts mehr anderes zu tun. Ja, also das muss man ja mal ganz klar leider so sagen. Natürlich ist es immer wohlfeil, wenn das Regime, mit dem man sich militärisch anlegt, einen schlechten Ruf hat, was Demokratie und Menschenrechte angeht. Und da haben die Mullahs ja in den letzten Monaten mit vor allen Dingen dem Massaker an der eigenen Bevölkerung halt ihren Teil dazu beigetragen. Und das war sicher auch ein Element, was quasi dann die Rampe geglättet hat, auf der das Ganze auf sie zugerutscht ist. Ja, aber der Grund war es wohl kaum. Der Grund ist vielmehr 2 geopolitische Elemente. Das eine ist diese alte Feindschaft zwischen dem Iran und Israel, aber die kommt auch erst an zweiter Stelle. Also die meisten Leute denken, Israel hätte irgendwie Trump erpresst, diesen Krieg zu führen oder so lange gedrängelt, bis er es dann endlich macht. Ja, Israel hat das sicher getan, ja, weil natürlich der israelische Premierminister der, ja, ich sage mal, jeden Morgen aufwacht mit dem Gedanken, keinen zweiten Holocaust. Das ist eingeimpft. Also, das ist der erste Gedanke, den 'n israelischer Premierminister morgens hat. Der sorgt sich natürlich um alle Gefahren da draußen. Und wenn es dann einen Staat gibt mit 90 Millionen Einwohnern und auch entsprechenden Ressourcen, der geführt wird von einer Gruppe, die permanent sagt: „Wir werden euch auslöschen“, und der dann so eine kommunikativ-strategische Ambivalenz erzeugt beim Thema Atomwaffen. Also das sagte der verstorbene Khamenei sagte: „Ja, Atomwaffen sind Sünde, die dürfen gar nicht gebaut werden.“ Er hat da sogar 'ne Fatwa erlassen. Andererseits hat man sich die Infrastruktur zugelegt, um sie theoretisch bauen zu können. Man hat also so eine Art Ambivalenz erzeugt und gleichzeitig aber immer gesagt: „Israel, wir werden euch vernichten.“ So, und dann gibt's natürlich das Risiko, wenn man das so macht, dass einem das irgendwann auch geglaubt wird. Das heißt also, die Israelis haben eine relativ starke Motivation gehabt, die Amerikaner dazu zu drängen, gegen den Iran vorzugehen. Aber auch das hätte normalerweise nicht gereicht, denn das ist ja eine Auseinandersetzung und auch eine Kritik am Iran durch die Israelis, die jetzt schon wirklich 30 Jahre alt ist. Also, seit 30 Jahren hören wir, dass der Iran nächste Woche die Atombombe hat. Also, das ist wahrscheinlich nicht der Auslöser gewesen, weil warum denn ausgerechnet jetzt, wenn es 30 Jahre lang nicht zu diesem großen Krieg zumindest geführt hat, sondern immer nur zu Scharmützeln? Ich glaube, dass wir eine ganz andere Frage hier als dominierendes Motiv für die Amerikaner haben. Und dieses dominierende Motiv ist die Leitwährungsfunktion des Dollar. Am 5. September 2023
Oder was 24? Moment, wann wurde Trump gewählt? 24, Entschuldigung. Also am 5. September 2024 hat 2 Monate vor seiner Wahl Trump eine Rede im New York Economic Club gehalten. Und da hat er gesagt, wenn wir die Leitwährungsfunktion des US-Dollars verlieren, dann ist das so, als wenn wir einen Weltkrieg oder einen großen Krieg verlieren. Und das stimmt auch, wenn man sich die Zahlen anschaut. Amerika hat die Leitwährung und Amerika produziert seit vielen Jahren jedes Jahr größere Handels- und Leistungsbilanzdefizite, die angetrieben werden durch Haushaltsdefizite der Bundesregierung in Washington. Ja, das sogenannte Twin Deficit. Und das finanzieren sie mit frisch gedruckten Dollars. Das kann ich natürlich nur dann machen, wenn ich auch die Leitwährungsfunktion habe. Ja, das heißt also, wenn ich tatsächlich in der Lage bin, das Geld zu drucken, das ich dann jedem geben darf und es anschließend zu inflationieren. Und das kostet natürlich die Handelspartner, die Amerika hat, enorme Summen. Also ich habe es auch mal durchgerechnet, in den letzten Jahren so zwischen 500 Milliarden und 1 Billion an Kaufkraft geht aus den Dollarreserven der globalen Handelspartner Amerikas verloren. Und das führt dazu, dass die BRICS-Staaten, voran Russland und China, natürlich jetzt hergehen und sagen: Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt eine eigene Handelswährung.“ Und sie haben auch eine gebaut. Sie haben tatsächlich eine gebaut und sagen: „Wir wollen jetzt eine goldgedeckte Handelswährung.“ Die hat im Moment noch keine große Bedeutung. Die hat sich noch nicht so richtig etabliert. Berichtet wurde auch kaum drüber, aber sie ist tatsächlich da. Und da sagen die Amerikaner, das ist das, was wir genau nicht wollen. So, und wenn jetzt die BRICS darauf bestehen würden, aber dass ihre Handels- und Leistungsbilanzüberschüsse in dieser Währung bezahlt werden, dann hätte Amerika ein Problem, weil dann wären die Goldreserven, die Amerika hat, innerhalb von 1, 2 Jahren weg. Ja? Oder sie müssten halt mit Dollars Gold nachkaufen, was den Goldpreis explodieren lassen würde auf 10, 12, 15.000 Dollar. Beides ist nicht im Sinne der Amerikaner, weil natürlich ein explodierender Goldpreis auf dem Niveau ein Misstrauensvotum der Welt gegen den Dollar wäre. Das heißt also, die Frage, ob Amerika sich das in Zukunft überhaupt noch leisten kann, 1 Billion zum Beispiel für Rüstung auszugeben, die hängt an der Frage, ob der Dollar die Leitwährung bleibt. Und jetzt hat sich Amerika unter der Trump-Administration einen relativ sauberen strategischen Ansatz gewählt, um den Dollar zu verteidigen. Der Dollar wird verteidigt mithilfe des Petrodollars. Und die Amerikaner sagen, das funktioniert wie folgt: Wir klauen euch das Öl nicht, sondern wir zwingen euch oder überreden euch oder wie auch immer, ja, wir bringen euch dazu, dass Öl nur gegen Dollars verkauft wird. Das heißt, wer Öl kaufen will, der muss Dollars vorher verdient haben. Und um Dollars zu verdienen, muss er Dollars annehmen bei seinem Handelsbilanzüberschuss, den er mit uns hat. Und wenn man sich zum Beispiel China anschaut, China importiert Öl für 500 bis 600 Milliarden pro Jahr. Ja, ist einer der größten Ölimporteure weltweit. Und ich habe es mal durchgerechnet, wenn China also jetzt darauf bestünde, in Gold oder in Yuan bezahlt zu werden, dann hätte China auf der anderen Seite, wenn alles in Dollar abgerechnet wird beim Öl, Entschuldigung, nicht mehr genug Dollars, um das durchführen zu können. Und das bedeutet, dass Amerika im Grunde genommen jetzt hergeht und sagt: Ich werde jetzt alle die großen Ölproduzenten dazu bringen, auf der Petrodollarlinie einzuschwenken oder auf ihr zu bleiben. Und wenn man dann mal sich anschaut, wer die größten Ölproduzenten und wer hat die größten Ölvorräte weltweit? Also wer sitzt auf den größten Reserven? Das ist die Liste, auf die es hier ankommt. Und da sehen wir einerseits die Golfstaaten auf der arabischen Seite, das heißt also Irak, Saudi-Arabien, Emirate und so weiter, Bahrain, Kuwait, Katar. Und dann sehen wir auf der anderen Seite Venezuela, ja, und noch ein paar nordafrikanische Staaten wie Libyen. Da war doch auch Und irgendwas in Venezuela, aber ja, genau. und in Venezuela sitzt auf den größten Rohölreserven weltweit, größer als die von Saudi-Arabien, die absolut größten Rohölreserven. Und sie liegen vor der Haustür Amerikas. Und Venezuela hat man schon auf Linie gebracht. Also da können Sie sicher davon ausgehen, dass, obwohl die ihre Regierung behalten dürften, dass die jetzt ganz brav Männchen machen. Ja, und War genau ja auch das tun, interessanterweise jetzt kurz davor. Ja. ja, und genau das tun, was die Amerikaner ihnen sagen. Venezuela hat 13% der Weltölreserven. Saudi-Arabien, was sowieso auf der Petrodollarlinie ist, hat 11%. Iran hat auch 11,5%. Das heißt also, das wird wie eine Perlenschnur. Und ich habe es mal zusammengezählt, mit Venezuela plus dem Iran hat Amerika mehr als 90% des Weltölvorrats unter die Petrodollarkontrolle gebracht.
ja, wenn man das mal alles zusammenrechnet. Und der Rest, der findet statt an Orten wie Brasilien. Brasilien hat noch eine gewisse Produktion, verbraucht die aber im Wesentlichen selbst. Russland und China produziert auch ein bisschen was, aber reicht nicht für den Eigenbedarf. Das heißt also, wenn es darum geht, den internationalen Ölhandel zu kontrollieren, da liegen wir wahrscheinlich knapp unter 100% bei dem, was, also wenn Iran jetzt auch noch quasi in diese Perlenschnur reinkommt. Und damit hat die Leitwährungsfunktion des US-Dollar eine Galgenfrist von 4, 5, 6 Jahren, wenn er das schafft. Ja, und deswegen meine Prognose, ganz egal, wie zäh der Iran sich da wehren wird, und auch Israel ist da, wie gesagt, nur zweitrangig. Das ist Beifang, dass Israel seinen Willen kriegt. Ja? Aber egal, wie zäh der Iran sich wehren wird, wenn ein Präsident der Vereinigten Staaten der Meinung ist, von der Leitwährungsfunktion hängt das Überleben meiner Nation ab, und das stimmt leider auch in der multipolaren Weltordnung, die hängt davon ab, ich erkläre auch gleich warum, dann wird der das durchziehen, koste es, was es wolle. Ich glaube aber nicht, dass es länger als 6 Wochen dauert, und zwar, weil ich glaube, dass die Amerikaner ihre waffentechnologische Überlegenheit noch nicht mal annähernd ausgespielt haben. Warum haben sie die noch nicht ausgespielt? Oder warum sehen wir das noch nicht? Es hat 2 Beobachtungspunkte, die dem zugrunde liegen. Was wir sehen, sind die ganzen schönen Stealth-Bomber, die da rumfliegen, ja, und die uns als Science-Fiction-Waffen verkauft werden. Leute, die Stealth-Bomber, die sind in den 80er Jahren gebaut worden. Die B-2-Bomber, das ist also diese schönen Einflügler, ja, also beziehungsweise nur Flügelmaschinen, die da so schön elegant durch die Lüfte schweben und unsichtbar sind fürs Radar, die hat man in den 80ern gebaut. Und seitdem sind 45 Jahre vergangen. Also geht man davon aus, dass in den 45 Jahren die Amerikaner in ihren Skunkworks nicht gepennt haben. Da gibt es Strahlenwaffen, da gibt es sonst was. Also da werden sich die Leute noch die Augen reiben. Warum haben die Amerikaner das noch nicht eingesetzt? Weil die Amerikaner zunächst mal denken, wir schaffen das auch so. Die werden es nur einsetzen, wenn sie müssen, weil sie wollen es der Welt nicht zeigen, was sie haben. In dem Moment, wo sie es einsetzen, weiß die Welt, was sie haben, und das ist ein strategischer Nachteil. Das heißt, aber die Amerikaner werden nicht nachgeben. Das wird nicht passieren. Da bin ich eigentlich vollkommen überzeugt davon. Und warum ist es für Amerika so eine Katastrophe, wenn das nicht gelingt, die Petrodollar-Front aufrechtzuerhalten und die Leitwährungsfunktion zu verteidigen? Die Antwort ist relativ einfach. Amerika hat sich als unfähig erwiesen, sein eigenes Defizit in den Griff zu bekommen. Doge hat am Anfang super funktioniert. Die haben ein paar 100 Milliarden eingespart in 4 Wochen und haben damit die ganzen demokratischen Korruptionshochburgen abgeräumt. Und jetzt wären eigentlich als nächstes die gemischten und die republikanisch-demokratischen und die republikanischen Korruptionshochburgen dran gewesen. Nur wenn man die alle richtig killt, kann man 1 bis 2 Billionen einsparen. Und 1 bis 2 Billionen Einsparungen braucht Amerika, damit seine Haushaltsfinanzen gesunden. Das haben sie aber politisch nicht hingekriegt. Und zwar deswegen, weil Trump sich von den Republikanern im Kongress hat erpressen lassen. Ja, bei der Frage, stimmen wir einem Haushalt zu oder nicht. Die haben gesagt, entweder du hörst jetzt auf damit oder wir stimmen dem Haushalt nicht zu. Und dann hat er sich mit ihnen geeinigt auf 2 Billionen neue Schulden pro Jahr, ja, und hat das Ganze dann Big Beautiful Bill genannt, was natürlich ein Bullshit ist. Also let's face it. Ja. So, wenn ich also nicht in der Lage bin, den Haushalt zu sanieren und die Leitwährungsfunktion verliere, dann würde die ganze inflationäre Last dieses entgleisten Haushalts auf dem amerikanischen Volk landen. Das heißt, die Amerikaner könnten die Kosten der Inflation nicht mehr exportieren, sondern das Volk müsste dann das tragen. Und das würde jeden Präsidenten im Amt in eine Sitting Duck bei den nächsten Wahlen verwandeln und seine Partei auch mit. Und das bedeutet, dass Amerika sich den ganzen Militärhaushalt, Geheimdiensthaushalt, all das nicht mehr leisten könnte, wenn das weg ist. Davon hängt Amerikas Position in der neuen multipolaren Weltordnung ab. Und deswegen ist dieser Krieg genau jetzt gekommen. Also man kann es im Grunde genommen sich anschauen. Grönland ist sozusagen das Teil Ölförderung der Zukunft, weil unter dem Eis im Norden liegen wahrscheinlich gigantische Vorräte. Venezuela ist schon einkassiert, Iran ist das nächste, und da ist die Kette fertig. Nur Iran hat noch gefehlt in der Kette, und deswegen denke ich mal, war das unvermeidlich. Ich habe es übrigens nach dem, was in Venezuela passiert ist, auch prognostiziert. Gibt es Videos drüber online, dass es im Iran als nächstes passieren wird, wenn das die Strategie der Amerikaner ist. Mhm. Ich würde gerne auf 2 Punkte eingehen. Also zum einen, wenn es jetzt ja 6 Wochen sind, dann würde nicht mehr so viel fehlen. Gut. Aber zum anderen das Thema Bodentruppen.
Wir haben schon immer gesehen, auch in der Historie, wenn wir den Irak anschauen, Afghanistan, das war nicht so optimal und in der Regel, um Land wirklich einzunehmen und so ein komplexes Land wie Iran, was auch topografisch jetzt, sagen wir mal, nicht das Einfachste ist, Mhm. mit großen Bergen, Hügeln, und Co. Und auch das gegebenenfalls innerhalb von ein paar Wochen einzunehmen mit Bodentruppen ist, glaube ich, ein sehr positives Szenario. Und vielleicht der zweite Punkt dazu, ähm, die Golfstaaten. Der Iran hat schon einen gewissen Hebel, wenn er sagen kann: „Okay, also wenn ihr uns beschießt, dann, werden wir den Nahen Osten ebenfalls in Feuer legen.“ Aber das ist natürlich auch ein Druckmittel und was natürlich auch Trump, schon berücksichtigen sollte, weil dann die Staaten, mit denen er zusammenarbeitet, mit Petrodollar und Co., das sind die ganzen Golfstaaten, die werden jetzt, glaube ich, nicht so begeistert sein im aktuellen Umfeld. Vielleicht Das kann ist man da alles richtig. Ja, das ist alles richtig. Also, mit Bodentruppen, das wird nicht passieren. Also, wenn überhaupt, dann wird es selektiv passieren. Also, ich kann mir vorstellen, dass man, die Insel Karg einnimmt, ja, weil das natürlich der Ölumschlagplatz des Iran ist, dass man eventuell, Bodentruppen nach Khuzestan schickt, weil das ist flach. Ja, also, das ist keine gebirgige Region, das ist eine Küstenregion. Oder dass man Bodentruppen an der Straße von Hormuz einsetzt. Aber das ganze Land mit Bodentruppen zu besetzen, ist ein komplettes Ding der Unmöglichkeit. Daran würde Amerika komplett scheitern. Das wird nicht passieren. Ja, also das ist auch nicht das, was Amerika will oder anstrebt oder überhaupt in seine, Planungen einbezieht. Natürlich hat man gehofft, dass man wenn man die Mullahs schnell sturmreif schießt und die ganze Führungsklicke wegbombt, was super gelungen ist, muss man ja sagen. Also, es ist, phänomenal, wie die das geschafft haben, wenngleich das natürlich schon ein bisschen grenzwertig ist, ja. Also, ich weiß nicht, wie man da in Zukunft, noch mit umgehen wird mit diesem ganzen Thema. Also, Bodentruppen wird es nicht geben, höchstens eben in ausgewählten Gebieten, die strategisch wichtig für den Iran sind. Und man hat natürlich gehofft, nachdem man die Führungsgruppe der Mullahs so schnell weggebombt hat, dass das Volk quasi die Initiative ergreift und dann das System und das Regime relativ schnell in sich zusammenbricht, was nicht passiert ist und was auch keine Überraschung ist, weil die haben sich 50 Jahre lang letzten Endes oder fast 50 Jahre lang auf den Event vorbereitet. Das war immer klar, die iranische Führung rechnet damit, dass es irgendwann Krieg mit den USA gibt. Und, zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Als die iranische Revolution 1979, die Mullahs an die Macht gebracht hat, da gab es einen aufgestauten Hass bei den Mullahs auf Israel, weil Israel sozusagen sowieso ein Fremdkörper auf deren islamistischer Landkarte war und weil der Mossad den SAVAK, den Geheimdienst des Schah, ausgebildet hat. Und auch die CIA hat den SAVAK ausgebildet. Das heißt, da gab es einen alten Hass. Und der hat sich entladen in dieser Geschichte damals mit der Besetzung der amerikanischen Botschaft und dieser 444 Tage Geiselnahme, für die Amerikaner sich dann gerächt haben, indem sie, den Saddam Hussein aufgerüstet haben, damit er den Irak 1980 angreift, in 'nem Krieg, der 8 Jahre gedauert und 1.500.000 Iraner das Leben gekostet hat. Und diese Rechnung wurde von beiden Seiten betrachtet nie wirklich beglichen und ausgefochten. Das heißt, D das Mullah-Regime war immer der Meinung, dass Amerika irgendwann mal angreift. Und da können wir davon ausgehen, wenn man dieser Meinung ist, dass man alles Mögliche macht und sich einbunkert und vorbereitet und sonst was macht, und Strukturen schafft, die relativ stabil und zäh sind. Ja, also insofern kann es eigentlich nicht überraschend sein, dass sie das durchgehalten haben. Vielleicht ist es überraschend für die Amerikaner, das weiß ich nicht, ja? Aber am Ende, wird Amerika trotzdem an der Stelle, glaube ich nicht, dass es nachgeben wird, weil wenn sie nachgeben, also wenn sie sagen: „Wir ziehen uns da zurück“, erstens mal der Gesichtsverlust. Zweitens das Thema Petrodollar. Der Petrodollar kann nur dann durchgesetzt werden, wenn Iran als letztes Glied in der Kette drin ist. Sonst ist ein zu großes Ölangebot auf dem Weltmarkt, um China und, andere davon sozusagen zu befreien, auf den Dollar als Zahlungsmittel im Export angewiesen zu sein. Und, dann, wie gesagt, in dem Moment, wo das weg ist, wo man nicht mehr auf den Dollar angewiesen ist, ihn haben muss, in dem Moment ist die Leitwährungsfunktion, wenn eine Goldwährung da ist und der Exporteur darauf besteht, in der bezahlt zu werden, ist die dann erledigt. Ja, das ist, nicht finanzierbar für die Vereinigten Staaten. Und, natürlich, der Krieg kostet viel Geld, aber er kostet nicht so viel Geld wie der Verlust der Leitwährungsfunktion. Und da würde ich gerne auf diesen zweiten Teil eingehen, auch mit den Golfstaaten.
kann er sich da nicht ein fremdes Ei ins Nest gelegt haben? Da, wenn jetzt quasi die Golfstaaten, deren Mhm. Geschäftsmodell ja kaputt gemacht wird. Ich meine, was nützt ihnen der Petrodollar, wenn sie nichts mehr zu verkaufen haben? Das Ja, heißt, dass also eigentlich in eine komplett andere Richtung gehen kann und dass er dadurch im Prinzip auch sogar erpressbar ist. Und auch die große Frage, wie werden die Golfstaaten, je weiter das voranschreitet, je mehr kaputt gemacht wird, je länger das Ganze dauert, reagieren? es ist natürlich so, dass die Golfstaaten eine Achillesferse haben und auch sind. Und als ich, vor etlichen Jahren in den Golfstaaten sehr viel gearbeitet habe, ich habe in praktisch jedem der Golfstaaten, war ich als Berater tätig. Und damals, ging es auch schon um Risikomanagementfragen. Und eines der, großen Risikomanagementthemen der Golfstaaten sind die ganzen Meerwasserentsalzungsanlagen und die Pipelines, die das entsalzte Meerwasser dann über große Strecken ins Landesinnere zum Teil transportieren. Also beispielsweise Riyadh wird von 2 großen Pipelines versorgt, ja? Und, das ist eine Achillesferse. Das kann man in der Größenordnung dieser Infrastruktur auch militärisch nicht wirklich schützen. Was, Länder wie Saudi-Arabien gemacht haben, ist, die haben große Vorräte angelegt. Also, es gibt in der Nähe von Riyadh entsprechende große Kavernen, die man angelegt hat, mit riesigen Süßwasservorräten. Also, die werden dann zwar ihre Pools nicht mehr, sozusagen befüllen können für eine Weile in Riyadh, aber Trinkwasser und Duschwasser wird es weiterhin geben, ja? Das heißt also, die haben schon 'n gewisses Risikomanagement da auch gemacht, was das Thema angeht. Natürlich ist es so, dass für die Golfstaaten der Krieg keine glückliche Angelegenheit ist. Also beispielsweise Dubai verliert im Moment enorm an Investitionsströmen. Ja, man kann im Prinzip nicht mehr so ohne weiteres hinfliegen. Die Immobilienpreise sind wohl um über 50% eingebrochen, wobei, das sage ich langsam werden es Kaufkurse. Ja. Der Ölexport durch die Straße von Hormuz ist blockiert. Und das ist natürlich nicht gut für das, Geschäftsmodell der arabischen Länder. Andererseits, ich glaube nicht, dass es von Dauer ist. Also, ich denke, die Amerikaner werden sich von ihren arabischen Freunden anhören müssen, also entweder ihr hört auf oder ihr beendet es schnell. Aber ihr könnt's nicht 'n halbes Jahr machen, ne? Das ist das, was die denen sagen werden. Die Frage ist, wie ernst die Amerikaner das dann nehmen, ne? Und wie schmerzbefreit die Amerikaner sind hinsichtlich der Frage, was es ihre arabischen Freunde ökonomisch kostet. Denn rein von der Cash-Situation her, also von was an, Reserven da ist, sind die Araber so gut gepolstert, die können lange ohne Cashflow aus dem Ölgeschäft aushalten. Also, das ist für die kein Problem. Die Kernfrage ist, wann geht's dann weiter? Und wenn also kritische Infrastruktur angegriffen wird, also wenn beispielsweise eine Wasserknappheit einsetzen würde, das wäre unter Umständen eine strategische Achillesferse. Aber ich vermute mal, da hat man sich gerade verständigt, weil, Amerika hat ja gesagt: „Okay, wir greifen eure Kraftwerke nicht an“ und, et cetera, weil in dem Moment, wo man es auf diesen neuen Level eskaliert, die Sache ist ja 'ne Zweibahnstraße, ja? Und, ich denke mal, was die Amerikaner jetzt sich überlegen werden, ist: „Okay, wie kriegen wir das auf den nächsten Level, wie kriegen wir das, möglichst schnell jetzt geschlossen? Was müssen wir tun? Was müssen wir an strategischen Schmerzen quasi noch hinnehmen?“ Aber, ich denke nicht, dass die an dem Punkt sind, nachzugeben. Mhm. Sprechen wir vielleicht mal geopolitisch, über die Bedeutsamkeit der Straße von Hormuz. Können Sie sich vorstellen, dass die bald wieder geöffnet wird? Die ist ja elementar und auch und vielleicht auch mal Mhm, kurz, dass uns allen mal klar wird, wa weil das hat ja für die Weltwirtschaft extreme Folgen und je mhm. länger das Ganze dauert, desto schlimmer wird das Ganze. Ja, es hat jetzt auch schon massive Folgen. Also, wir sehen es an verschiedenen Märkten. Der Ölpreis ist jetzt relativ stark geklettert. Er ist nicht so stark geklettert, wie einige Leute gesagt hatten. Es hieß ja immer, wenn die Straße zu ist, dann klettert er auf $200. Das hat er nicht getan, bisher jedenfalls nicht. Es gibt noch Ausweichmöglichkeiten, wenngleich natürlich, interessant ist, dass, die Ukraine gerade jetzt, in Russland massiv Infrastruktur anzugreifen versucht, um da auch noch quasi die Versorgung, runterzufahren, die eigentlich für Europa noch 'ne Ausweichmöglichkeit darstellen würde. Das heißt also, 'n interessanten Verbündeten haben wir da, ja, dem das Hemd näher ist als die, Jacke, oder wie auch immer man das formulieren möchte. Und, wenn zu viel Ölinfrastruktur angegriffen wird, dann kann der Preis auch weiter klettern. Die makroökonomischen und markttechnischen Folgen sind jetzt schon da.
Also wir haben zum Beispiel in einigen Märkten einen Liquidity Squeeze. Also Unternehmen fangen an, in Liquiditätsprobleme zu kommen. Das sind, glaube ich, auch die Hintergründe, warum es im Moment am Goldmarkt so turbulent ist, aber da sprechen wir ja später noch drüber. Und dass die Konjunktur insgesamt abgewürgt werden kann in einer Ölkrise, das haben wir ja schon zweimal beobachten können, 1973 und 1979. Jetzt ist es so, dass die Abhängigkeit vom Öl aus dem Golf nicht mehr so hoch ist wie 1973, aber sie ist immer noch hoch. Und das ist eine Frage der Dauer. Also wenn das Problem mit der Straße von Hormuz zu lange anhält, dann bekommen wir einen klassischen Angebotsschock im Westen. Ein Angebotsschock heißt, die Produktionskosten steigen, ja, ohne dass die Nachfrage dementsprechend mitsteigt, sondern sie steigen durch die Kostenseite. Und das bedeutet dann, dass wir steigende Preise sehen bei fallendem Bruttosozialprodukt, also ein klassisches Stagflationsszenario. Ein Stagflationsszenario ist aus einer geld- und wirtschaftspolitischen Sicht ein ziemlicher Albtraum. Und zwar, wenn ich es geldpolitisch betrachte, wenn auf die Stagflation kann ich entweder die Inflation bekämpfen oder ich kann die Wirtschaftsschrumpfung bekämpfen. Bekämpfe ich die Inflation, muss ich die Zinsen erhöhen, dann schrumpft die Wirtschaft noch schneller. Bekämpfe ich die Wirtschaftsstagnation oder den Bruttosozialproduktrückgang, muss ich die Zinsen senken, dann erhöht sich die Inflation noch mehr. Das heißt also, damned if you do, damned if you don't. Das ist ein ganz schwieriges Ding und das hat ja 1973 und auch 79 etliche Jahre gedauert, bis der Westen in der Lage war, sich da zu adaptieren. Ja? Das ist also für die Konjunktur sowohl in Europa als auch in Amerika und übrigens auch in China eine echte Gefahr. Das heißt also, das ist ein ganz schwieriges Thema und letzten Endes ist es nur zu lösen, indem der Ölpreis wieder fällt. Wir hatten in den 80ern es mal umgekehrt, da ist der Ölpreis stark gefallen und da gab es den sogenannten positiven Angebotsschock. Das heißt also, fallende Inflation bei steigender Wirtschaftskraft. Es kann auch umgekehrt gehen, aber um das hinzubekommen, muss man den Ölpreis wieder fallen lassen. Das heißt, die Straße muss aufgemacht werden und ich gehe mal davon aus, dass, wenn die Straße ein paar Wochen zu war, die arabischen Staaten auch sagen: „Okay, es hat uns jetzt etliche Milliarden gekostet, die wollen wir wieder haben.“ Und deswegen werden wir jetzt die Preise erst mal so auf 'n gewissen, etwas höheren Niveau, 80, $90 halten, damit der Verlust, den wir hier erlitten haben und auch die Schäden, die wir vom Krieg erlitten haben, dass die kompensiert werden. Also, denke ich mal, werden die arabischen Staaten schon wissen, wie sie sich selber helfen können. Mhm. Wir haben jetzt über Stagflation und Weltwirtschaft gesprochen. Rechnen Sie, dass das große, dicke Ende noch kommt? Also sprich jetzt wie so ein Tsunami, der auf uns zurollt, den wir jetzt aktuell noch gar nicht sehen können, was sich da zusammenbraut? Weil das hat mit der Wirtschaft zu tun, mit den ganzen Einnahmen. Das hat auch auf die Finanz- und Kapitalmärkte mit Aktien und Co. natürlich Ja. sehr erheblichen Einfluss. Angenommen, wir hätten genau diesen Albtraum, ein Stagflationsszenario. Ja, das ist denkbar. Also, es ist so, dass wir ja in den letzten Jahren immer dieses Oszillationsszenario gehabt haben. Also, es ging immer so, dass die Zentralbanken so auf einer Rasierklinge balanciert haben und auf der rechten Seite die Inflation und linken Seite die Deflation und sie wollen auf keiner Seite runterfallen. Also haben sie diese ständige Oszillation zwischen Krise, wo sie dann die Geldmenge ausdehnen müssen, Banken retten müssen und so weiter, Zinsen senken, Liquidität bereitstellen und Inflation, die sie dann anschließend 2 Jahre später wieder zu bekämpfen haben. Und die Ausschläge sind ja in den letzten 25 Jahren immer nur größer geworden. Und das nur aus einer inneren Instabilität des Systems heraus, wenn man sich's mal anschaut. Das heißt also, es hat gar keine äußeren Schocks bedurft, obwohl wir mit Covid war natürlich ein äußerer Schock, auch wenn er selbst gemacht war, also vollkommen überflüssiger, selbstgemachter Schock, weil es ja gar keinen Grund gab für die ganze Lockdown-Geschichte und all das, was man gemacht hat. Wie wir heute wissen, war es ja ein rein politisches Kontrollprojekt über die Bevölkerung, was da gefahren worden ist. Insofern war es auch ein externer Schock für die Wirtschaft, aber letzten Endes ist die Zyklizität des Systems aus der eigenen Instabilität heraus schon geboren. Also wenn jetzt ein sehr starker externer Schock dazukommt in Form einer Stagflation, dann kann das durchaus die Nadel sein, die den Ballon zum Platzen bringt. Das ist nicht auszuschließen. Ich denke, das wird im Wesentlichen davon abhängen, ob wir jetzt wie die Märkte reagieren. Das wird auch davon abhängen, wie lange das dauert. Im Moment scheinen die Märkte noch relativ
gelassen zu sein. Ich habe da so einen eigenen, ja, Krisenindikator mir mal gebastelt. Der besteht nur aus einer einzigen Zahl, nämlich aus dem prozentualen Wachstum oder der Schrumpfung der Bilanzsumme der Europäischen Zentralbank. Und, da habe ich ja das ist so 'n wie so 'n Nadeln, das geht mal hoch, mal runter, ja, und, wöchentlich kann man sich das anschauen und, man kann sehen, dass jede große Krise sich ankündigt, indem 4, 6, 8, 12 Wochen vorher relativ starke Ausschläge zu beobachten sind, wo die Europäische Zentralbank offensichtlich an den Märkten interveniert, um irgendwelche Anleihenmärkte zu stabilisieren. Und, das habe ich jetzt über im Prinzip, seit 1999, also seit Gründung der EZB, habe ich diese Statistik greifbar, wöchentliche Veränderungen und, schaue mir das jede Woche an und schaue, gibt's Ausschläge, die jetzt darauf hindeuten, dass die Märkte quasi nervös werden an der Stelle. Und im Moment scheint es tatsächlich noch nicht der Fall zu sein. Das heißt nicht, dass es nächste Woche nicht passieren kann oder übernächste Woche, aber ich empfehle, die Kennzahl jetzt mal zu beobachten, ja? Denn in dem Moment, wo die Märkte liquiditätstechnisch an irgendeinem Ende ins Rutschen kommen, wird die Zentralbank dazu provoziert, was zu machen. Meistens geht es dann über irgendwelche Anleihenmärkte von schwachen Euro-Staaten, wie zum Beispiel Frankreich. Ja, also vor, einigen Monaten hatten wir mal die Diskussion um Frankreich. Und die ist auch noch nicht ausgestanden. Die kann jederzeit wieder hochkommen. Und da hat man gesehen, okay, mitten in dieser Diskussion hat mal die EZB einfach mal so 150 Milliarden frisches Geld geschaffen, so mehr oder minder overnight. Ja? Ähm, Das ist ja kein Problem. Das geht ja auf Knopfdruck. Ne? Das heißt ja Fiat-Geld, es werde Geld. Und aber dieser Krisenindikator ist im Moment erstaunlich still. Da tut sich nichts. Also entweder wird er gefälscht, was ich nicht glaube, weil das wäre ja ein Verstoß gegen die Buchhaltungspflichten da. Also, bestimmte Pflichten gibt es auch noch. Oder es ist tatsächlich an dem Ende noch relativ ruhig. Aber da schauen wir ganz genau hin. Unbegrenzt wird es natürlich nicht gehen. Also, an irgendeinem Punkt, wenn da gar nichts mehr aus der Straße rauskommt, wird es an irgendeinem Punkt zur Krise kommen. Also, davon können wir ausgehen. Mhm. Über die Geld und Finanzmärkte und Anma ist sie nächste Woche auch noch mal zu Gast. Da werden wir darüber auch noch mal separat sprechen, was da für Lösungen gibt. Also, von dem her nächste Woche gerne wieder einschalten und gerne auch den YouTube-Kanal abonnieren mit dem Glockenzeichen. Im Übrigen nach Ostern sind wir auch live zum Thema Geldsicherheit und Co. Also, da gerne mit rein, da werden wir uns sehr, sehr intensiv auch diesen Themen widmen. Jetzt auch eine sehr brisante Frage, so jetzt auf der Zielgerade von dem Interview und, die Frage ist ja auch, kann sich so 'ne Krise ausweiten? Kann da die NATO Mhm. jedenfalls doch irgendwie mit reingezogen werden? Rutte, ist ja jetzt nicht so bekannt, also der NATO-Chef, dass er Trump jetzt sehr, sehr viel widersprechen würde und ihm gern so alle Wünsche erfüllt. Also, wie sehen Sie das, dass dieser Krieg sich ausweiten kann und sogar Richtung Europa kommen könnte? Ja, also der Letzte, der da irgendwas zu melden hat, ist Herr Rutte. Das ist also Herr Rutte, den halte ich für einen Pausenclown. Auf den hört, eigentlich keiner. Die Europäer hören nicht mehr auf ihn, seit er Trump Daddy genannt hat und Trump hält ihn, für genau das, einen Pausenclown, ja? Die Frage, ob die NATO involviert wird, ist allerdings 'ne relevante. Ich glaube, dass das nur dann passieren wird, wenn sich andere Parteien hinreißen zu lassen, sich auch involvieren zu lassen. Also vorneweg die Russen und die Chinesen. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Die Russen haben schon abgewunken, haben schon klar gesagt, haben da wir haben da keine Karten in dem Spiel. Ja, also, für uns ist wir sind zwar gegen den Krieg, ja, wir waren auch dagegen, dass Amerika in Venezuela interveniert hat, aber gemacht haben wir ja da auch nix. Ich glaube vielmehr, dass es zwischen Trump, Putin und Xi mittlerweile Absprachen gibt bezüglich der Regionalhegemonien, und auch bezüglich der Frage, wie sehr kommt man sich gegenseitig in die Quere. Keiner will einen großen Krieg, weil man natürlich zu Recht auch Angst hat vor der atomaren Eskalation. Wir haben hier 3 große Atommächte, die miteinander, Schach spielen, ja. Ich glaube, dass man im Wesentlichen hergegangen ist und gesagt hat: „Okay, die regionalen Themen, also welche Bereiche quasi in welche Hegemonie reinfallen, das klären wir untereinander ab, das machen wir im Hinterzimmer.“ Und, ein Teil dieses Deals ist, dass Russland letzten Endes und so verhält sich Amerika auch beim Thema Ukraine,
die alte UdSSR in wesentlichen Teilen, wenn man vom Baltikum absieht, weil das Teil der NATO ist, aber die alte UdSSR in wesentlichen Teilen als ihr Einfluss- und Hegemonialgebiet zurückbekommt. Dass China auch in Ostasien sein Einfluss- und Hegemonialgebiet bekommt, nicht indem es diese Länder besetzen kann, aber indem es sagt, ich bin hier, wie soll ich sagen, der Dickste im Haus. Ja? Und das solltet ihr auch beachten bei allem, was ihr tut. So wie Amerika im Prinzip sagt, oder die USA sagen, der amerikanische Doppelkontinent ist nach der Monroe-Doktrin unser Hinterhof. Hat ja Venezuela neulich festgestellt, dass es nicht am chinesischen Meer liegt, sondern in der Karibik, also innerhalb des Geltungsbereichs der Monroe-Doktrin. Ja, und die Monroe-Doktrin ist übrigens etwas, was häufig zitiert wird in den letzten Wochen und Monaten von amerikanischen Offiziellen, insbesondere vom Kriegsminister, heißt jetzt nicht mehr Verteidigungsminister, heißt jetzt Kriegsminister, finde ich ein interessantes Ding. Aber da sind im Wesentlichen die Grundlinien abgesteckt. Was den Mittleren Osten und Afrika angeht, gibt es wahrscheinlich keine Grundlinien, aber es gibt wahrscheinlich das Verständnis, dass man auch über so ein Thema keinen großen Krieg vom Zaun brechen will. Wenn jetzt China sich massiv einmischen würde, dann könnte es das ja nur tun, indem es Waffen liefert, die zum Beispiel, sagen wir mal, Flugzeugträgerkiller sind. Ne? Also Raketen, China hat Raketen, die dafür sorgen könnten, die amerikanische Flotte auf große Distanz zu halten, jedenfalls so weit wegzuhalten, dass die amerikanische Flotte nicht mit Flugzeugen auch nur in der Nähe von China operieren könnte. Ja, die werden die nicht an Iran liefern, weil sie wissen, dass das ist der Casus belli, wenn der Iran mit einer chinesischen Rakete einen Flugzeugträger versenkt. Ja, it's not gonna happen. Ja. Insofern glaube ich, dass das nicht passieren wird und ich glaube, dass die NATO nur dann involviert wird, wenn auf der anderen Seite auch entsprechende Involvierung kommt. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich glaube vielmehr an den Hinterzimmerdeal zwischen den drei Beteiligten. Und glauben Sie, dass China sich dann vielleicht sogar früher, als man es denken sollte, sich Taiwan schnappt? Rechnen Sie damit? Ich rechne fest damit, dass Taiwan in absehbarer Zeit wieder vereinigt wird mit China, wie es so schön heißt. Ich glaube, dass das ganz klar das ist eines der Preisschildchen, die an dieser globalen multipolaren Weltordnung für Amerika dranhängen. Amerika weiß, dass es die hegemoniale Weltordnung, also die reine unipolare Weltordnung, nicht mehr durchhält. Es ist nicht mehr durchführbar. China und Russland sind dafür zu stark. China allein ist ja mittlerweile ein Drittel größer, was seine Wirtschaftskraft angeht, als Amerika. Ja, also das Bruttosozialprodukt Chinas ist kaufkraftbereinigt 1/3 bis 40% größer als das der Vereinigten Staaten. Und die Sparquote Chinas beträgt fast 50%, während die aggregierte Sparquote über alle Sektoren, also Konsumenten, Staat und Unternehmen hinweg, in Amerika nur 15 bis 18% beträgt. Das heißt also, China hat 3-mal bis 4-mal so viel investive Mittel zur Verfügung wie Amerika. Damit bezahlt China seine riesigen Investitionen in Produktion, in Infrastruktur, auch in Militär jetzt. Also China hat jetzt auch einen 350 Milliarden Militärhaushalt. Das ist ja nicht so groß wie der amerikanische, aber Zwerg ist das nicht mehr. Ja, das kann man so nicht mehr sagen. So, und Amerika wächst nicht so schnell wie China, immer noch nicht. Ja. Das chinesische Bruttosozialprodukt pro Kopf beträgt jetzt etwas mehr als $30.000. Ja, das ist auf europäischem Niveau. Ja. Also China ist kein Entwicklungsland mehr. China ist, und ich sag mal, von der Technologie her, da gab's neulich eine schöne Untersuchung eines australischen Thinktanks. Die haben etwa 70 Technologiefelder, die von strategischer Bedeutung sind, untersucht und gefragt, wer führt denn da? Und in 90% waren es die Chinesen und in 10% waren es die Amerikaner. Und in 0% waren es die Europäer, nur am Rande bemerkt. So, also China ist ein starker Player und lässt sich von Amerika nicht mehr auf das Maß zurückstutzen, das es vor 30, 40 Jahren hatte. Das wird nicht mehr passieren. Und insofern muss Amerika sich arrangieren. Und die sitzen zwar in der Thukydides-Falle, aber die auszutoben verhindert die Existenz von Atomwaffen. Und da sie sich arrangieren müssen, werden sie mit Sicherheit sich überlegen, okay, wir müssen jetzt die Multipolarität akzeptieren, aber innerhalb der Multipolarität möchten wir schon noch gern die erste Geige spielen. So positioniert sich Amerika jetzt. Und das bedeutet, dass Amerika dementsprechend das macht, was es übrigens im November letzten Jahres veröffentlicht hat zu dem Thema. Da gibt es eine amerikanische nationale Sicherheitsstrategie. Kann man googeln. Ja?
Wird übrigens heute Abend auch zur Sprache kommen, diese amerikanische nationale Sicherheitsstrategie in meinem Vortrag. Was da drin steht, ist ganz eindeutig. Amerika konzentriert sich auf den amerikanischen Doppelkontinent. Und da gehört übrigens Grönland dazu, nur ganz am Rande bemerkt. Deswegen von Grönland werden wir nicht zum letzten Mal gehört haben. Und das ist Nordamerika, Südamerika und das ist das ganze Nordpolargebiet. Zweitens, Amerika konzentriert sich auf technologische Führung im Bereich KI, Robotik und Weltraum. Ja, und im Weltraum ist es auch so, da hat Amerika dank Elon Musk übrigens die technologische Führung. Ja, also Elon Musk, sein Marktanteil an Raketenstarts und Satelliten ist höher als der aller Staaten auf der Welt zusammengenommen. Und er ist Amerikaner. Ja. Und KI ist natürlich der große Wettlauf. Da ist China stark, aber Amerika ist im Moment noch einen Ticken stärker, auch dank der Chips, die in Taiwan hergestellt werden. Was wir jetzt beobachten können, ist, dass Taiwan seine Chipindustrie nach Amerika verlagert. Das werden sie wahrscheinlich von den Amerikanern klipp und klar gesagt bekommen. Ihr müsst jetzt die Technologie hierher bringen, weil wenn die Chinesen euch einkassieren, dann kann es nicht sein, dass wir dann im Zuge dessen auch noch den KI-Wettlauf und den Digitalisierungswettlauf verlieren. Das geht nicht. Wir schützen euch jetzt noch eine Weile, aber irgendwann müsst ihr euch auch mit eurem großen Bruder auf der anderen Seite der Taiwanstraße arrangieren. Das Vielleicht, wird nicht militärisch gehen, das wird wahrscheinlich friedlich gehen. Da würde ich gerne mal kurz was dazu sagen, weil eigentlich wäre es doch viel logischer, dass China jetzt sagen würde, dann schnappe ich mir Taiwan doch jetzt, dann haben wir Vorteil gegenüber den USA, was aber auch wieder dafür sprechen würde, dass es gewisse Absprachen gibt, weil das wäre extrem nachteilhaft, wenn die USA es machen würde. Jetzt sind die aber geblockt, jetzt sind die in einem Krieg drin und eigentlich wäre theoretisch dann ja die perfekte Chance jetzt für China, sich Taiwan zu schnappen. Ich glaube, dass China das nicht machen will, aus mehreren Gründen. Erstens, weil es militärisch mit hohen Kosten verbunden wäre. Also Taiwan ist ebenso wie Iran nur noch länger gut vorbereitet auf die Auseinandersetzung. Also vom Bunkerbauen verstehen die Asiaten was. Ja, also, und um Taiwan zu besetzen, muss ich mit Schiffen auf die andere Seite kommen. Und wenn die andere Seite über entsprechende Raketentechnologie verfügt, und das tut sie, dann kommt da gar nichts an. Also man kann zwar dann enorme Zerstörungen verursachen, aber besetzen ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. China spielt oft mit den Muskeln, ja, macht große Manöver um Taiwan herum, um sozusagen das Hausrecht zu beanspruchen. Aber China hat seinen Sun Tzu gelesen. Und da gibt es etwas, was man strategische Geduld nennt. Es gibt im Prinzip 2 Sätze von Deng Xiaoping, die immer noch die Leitlinie der chinesischen Politik darstellen. Der erste Satz ist Marktwirtschaft, bezieht sich auf das Thema Marktwirtschaft. Warum hat eine kommunistische Partei das kapitalistischste Land auf der Welt quasi unter der Fuchtel? Und es ist China, ist das kapitalistischste Land der Welt, mit Abstand. Mit einer geringen Staatsquote, geringer Steuerbelastung und mit einer enormen wirtschaftlichen Freiheit für die Unternehmen, solange sie sich nicht mit der Partei anlegen. Da gilt der Satz von Deng Xiaoping, ist egal, ob die Katze weiß oder schwarz ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Erstens. Zweitens, Geopolitik. Da gibt es den Rat von Deng Xiaoping, verberge deine Stärke, solange du nicht der Stärkste bist. Ja, ich habe es jetzt nur sinngemäß zitiert. Also sei Licht unter den Scheffel stellen. Ja, verberge deine Stärke, verberge dein Licht. Ja, ich habe es irgendwo das komplette Zitat mal rausgekramt, aber das ist im Prinzip Sun Tzu war pur. Ja, du kämpfst keinen Krieg, wenn du ihn nicht kämpfen musst, wenn du das, was du haben willst, auch ohne Krieg bekommst. Und China wird Taiwan ohne Krieg bekommen. Und dann wird Taiwan für China sehr viel wertvoller sein, als wenn es mit Krieg reingeholt wird. Es wird eine friedliche Lösung geben, ein Land, 2 Systeme, 50 Jahre Übergang, weiß der Himmel was. Aber es wird passieren. Das wird weder Amerika noch verhindern, noch sonst wer. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil China hat blöderweise an der Stelle auch noch das Völkerrecht auf seiner Seite. Ja, China hat Taiwan nie in die Unabhängigkeit entlassen, nie abgetreten. Es ist seit 1971 durch eine UN-Resolution der einzig rechtmäßige Vertreter ganz Chinas in der UN. Ja, also das ist eine de facto Lage, gegen die schwierig anzuargumentieren ist. Das Zweite ist, dass China natürlich den technologischen Vorsprung, den Taiwan bei der Chipindustrie hat, für sich vereinnahmen möchte. Das geht nur, wenn es friedlich läuft. Ja, und die Amerikaner werden sagen, da gibt es einen Technologietransfer zu uns jetzt erstmal und dann teilen wir uns das. Aber am Ende werden die Amerikaner nicht hergehen und einen großen Krieg
möglicherweise einen Weltkrieg oder gar einen Atomkrieg für Taiwan ausfechten. Das wird nicht passieren. Wenn jetzt China jetzt angreifen würde, dann würde es in der Gesamtgemengelage, in der die Welt sich gerade befindet, nur die Wahrscheinlichkeit der großen Konfrontation mit Amerika erhöhen und nicht senken. Auch wenn der rein taktische Vorteil durch die Bindung Amerikas am Golf da wäre, aber der strategische Vorteil ist nicht da. Und Taktik und Strategie sind zwar verschiedene Angelegenheiten. Also wird China nach meiner Einschätzung strategische Geduld üben. Ja, mal schauen, wie meine Prognose so altert. Aber ich glaube nicht, dass China etwas, was es friedlich bekommen kann, sich mit einem Krieg holen wird. Ja. Das können wir noch weiter diskutieren. Wir haben Sie heute zu Gast in unserem VIP-Club, wie regelmäßig. Ja, und ansonsten auch nächste Woche wird sehr, sehr spannend. Da haben wir Sie nochmal mit dabei. Und da werden wir über die Finanz- und Kapitalmärkte und da werden wir über einzelne Geldanlagen sprechen. Da auf jeden Fall dabei sein. Am besten auch unseren Tippverteiler dann berücksichtigen. Dann verpasst du nie ein Tippvideo, wenn wir spannende Gäste mit dabei haben und spannende Themen. Und jetzt, vielleicht wollen Sie aber noch ein paar Sätze zu Ihrem neuen Buch sagen. Das können wir Ja, besser mein neues Buch ist fertig. Ich habe es gestern an den Verlag geschickt. Jetzt liegt es beim Lektor. Götterdämmerung ist der Titel, Untertitel Der Kampf um die neue Weltordnung. Da geht es natürlich um genau die Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Es kommt also marketingtechnisch gerade zum richtigen Zeitpunkt, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Es geht aber natürlich nicht nur um Iran und Venezuela und diese ganzen Themen. Es geht auch um die Frage, welche Weltordnung werden wir denn haben im Sinne von, wie wird die Gesellschaft organisiert. Also der Kampf um die neue Weltordnung hat mehrere Dimensionen und die geopolitische ist nur eine davon. Sie ist eine wichtige, aber sie ist nur eine dieser Dimensionen. Eine andere ist beispielsweise der Kampf zwischen den Vertretern der neuen Weltordnung nach dem Muster WEF, im Prinzip weltweiter Sozialismus, Kommunismus, Planwirtschaft, Zentralisierung versus Dezentralität und Marktwirtschaft, Freiheit und Menschenwürde. Ja? Und also nach welchem Menschenbild wird die neue Weltordnung errichtet? Das ist der zweite große Kampf neben dem geopolitischen. Und der dritte ist zwischen Personen mit Gestaltungswillen. Und klar ist, da reden wir über Putin, wir reden über Xi, wir reden über Trump, wir reden aber auch über Narendra Modi, wir reden über die geopolitischen Verhältnisse, die von Einzelnen quasi auch mit definiert werden. Wer sind die? Was machen die? Wie denken die? Also das Buch wird sich in diesen ganzen Dimensionen bewegen, auch fragen, wie interagiert das? Wie hängt das miteinander zusammen? Wer steht eigentlich für welche Weltordnung? Und natürlich, last not least, wo steht Europa? Und das Buch wird herausarbeiten, dass die Experimente, die im Moment in Südamerika laufen, also insbesondere in Argentinien und jetzt mit der Wahl von Kast in Chile, nämlich ein libertäres Gesellschaftsbild zu etablieren, dass das kein Zufall ist, sondern dass das Experimente sind, die, wenn sie gelingen, und davon bin ich überzeugt, dass sie gelingen werden, eine Blaupause für die echte neue Weltordnung darstellen, nämlich eine maximale Marktwirtschaft, maximaler Freiheit und Individualität. Und ich glaube, dass von diesen Experimenten eine Weltrevolution ausgeht, die wie ein Hurrikan über uns hinwegfegen wird, ganz unabhängig davon, wer sich geopolitisch durchsetzt und dass damit auch die Frage entschieden werden wird, nach welchem Menschenbild die künftige Gesellschaft funktioniert. Mhm. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Wir werden darüber berichten. Und lieber Dr. Krall, bis nächste Woche und vielen herzlichen Dank. Bis dahin.